Gott, du hast meine Beziehung auf dem Gewissen, weißt du das? Und Jan hat meine Ehe kaputt gemacht. Ach so? War das also alles nur eine billige kleine Racheaktion? Ihr habt doch diesen Termin auf Friedenau. Ja, du warst dabei, als ich es ihm gesagt habe. Ja, aber Daniel ist schon weg. Was? Ja, er hat sich ein Taxi genommen und ist los, vor einer halben Stunde. Oh, ich werde wahnsinnig. Du musst hier bleiben. Was? Du kannst Kerstin nicht alleine lassen. Was interessiert dich, Kerstin? Mann, die Frau liebt dich. Ich will nicht, dass sie auch noch unglücklich wird. Arno, ich bin schwanger. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Ich erwarte ein Kind. Verstehe. Tja, besser, ich gehe jetzt wieder. Unsinn. Du setzt dich jetzt erst mal hin und dann überlegt ihr in Ruhe, wie es weitergehen soll. Und ich mache euch einen Tee. Und weißt du schon, wie stellst du dir die Zukunft vor? Hast du eine Idee? Feierabend. Wenn du willst, kannst du dich schon hinhauen. Ich schaff das auch alleine hier. Das ist ganz lieb, aber zu zweit geht's immer schneller. Oh, was mir da gerade einfällt. Sag mal, hat sich Jan bei dir gemeldet? Nein. Und ich kann es ihm auch nicht verübeln. Warum? Wie hättest du denn reagiert, wenn dein Freund jemand anderem mehr glaubt als dir? Ich hätte gesagt, Amigo, das war's. Ja. Und genau das hat Jan getan. Mann, ich könnte nicht in den Hintern treten, dass ich Tims Wahnvorstellungen geglaubt habe. Ich hab dir doch gesagt, dass Julia niemals von Jan schwanger wird. Ja, ich weiß. Aber die Vorstellung hat mich dermaßen abgestoßen, ich konnte überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und Jan hat nicht unbedingt dazu beigetragen. Hätte er dir gleich erzählt, warum er mit Tim die ganze Zeit Zoff hat, hättet ihr euch das ganze Theater sparen können. Ja, vielleicht. Aber das bringt ihn mir auch nicht wieder. Und mir nicht mein Mieter. Wieso hast du sein Zimmer noch nicht weiter vermietet? Wieso? Naja, ich wohne ja eigentlich zurzeit bei einer Freundin. Aber ich würde gerne in Jans Zimmer schlafen. Ich vermisse ihn so. Ich meine, nur für ein paar Nächte. Ich zahle dir auch was dafür. Blöde Kuh. Als ob ich von dir Geld nehmen würde. Arno, du glaubst doch nicht etwa, dass ich die Pille abgesetzt habe, um ein Kind von dir zu bekommen? Also angedeutet hattest du ja mal was in dieser Richtung. Ja, und es war mir damals auch verdammt ernst, weil ich eine Familie mit dir gründen wollte. Aber ich würde niemals hinter deinem Das Rücken... habe ich nicht behauptet. Aber gedacht. Bei der Pille besteht nun mal ein gewisses Restrisiko. Vor allem, wenn man sie im Zusammenhang mit anderen Medikamenten nimmt. Meine Zahnwurzelentzündung. Das Antibiotikum, das ich geschluckt habe. Selbstverständlich könnt ihr auf meine Unterstützung und Hilfe zählen. Nicht nur finanziell. Heißt das, wir ziehen unser Kind gemeinsam groß? Ich werde so oft für euch da sein, wie mir das möglich ist. Ela, das Kind ändert nichts daran, dass es aus zwischen uns ist. Aber wenn wir es noch mal versuchen? Immerhin hätten wir jetzt eine neue gemeinsame Basis, auf der wir aufbauen können. Es geht nicht. Aber warum denn nicht? Ela, ich liebe dich nicht mehr. Erika. Verstehe.
Jan. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ist ja schon gut, jetzt bin ich ja da. Und so schnell wirst du mich auch nicht wieder los. Das ist also das berühmte Nachtleben von Düsseldorf? Tja, ich wollte eigentlich noch ein paar Freunde von dir einladen, aber irgendwie hast du keine. Ach komm. Dein Bruder scheint mich aber ganz nett zu finden. Frank, ja. Der sieht in dir so eine Art Vorbild. Aber ich würde, wenn er weiß, was drum geben, dass er nicht so wird wie du. Oh, das hört sich ja fast so an, als könntest du mich nicht leiden. Tja, voll erfasst. Und wieso? Ich habe doch heute alles getan, was du wolltest. Ich habe die dämlichen Fragen der Presse beantwortet. Dieser Kulturschnack habe ich brav das Pfötchen gegeben. Ich habe ja sogar einen dreckigen Musikerwitz erzählt. Ach, Daniel, das hast du doch nur gemacht, um deine neue CD zu verkaufen. Och, scheiß auf die Kohle. Davon habe ich genug. Ich habe das dir zuliebe getan. Oder hängst du nicht mehr in deinem Job? Doch, natürlich hänge ich in meinem Job. Okay. Es tut mir leid, dass ich so scheiße am Anfang zu dir war. Ich konnte doch nicht wissen, dass du nicht so dämlich bist wie die anderen Ladies, mit denen ich sonst zu tun habe. Danke für die Blumen. Du bist sogar die Erste, die nicht mit dem Megastar ins Bett wollte. Du willst mir ja hoffentlich nicht erzählen, dass du dir nie eins von deinen kleinen Groupies schnappst. Wenn ich's mache, dann tue ich's nur, wenn ich verliebt bin. Naja, jeder hat doch so seine Macken. Aber erzähl das bloß nicht der Presse. Das wäre image-schädigend. Ich kann schweigen wie ein Grab. Naja, dann auf gute Zusammenarbeit. Cheers. Okay, Prost. Cheers. Wenn Tim nicht gewesen wäre, dann würde ich jetzt bestimmt irgendwo in Rotterdam in einer Kneipe liegen, und zwar sturzbesoffen. Bereust du es denn, dass du in Arnhem das Schiff verlassen hast? Nicht eine Sekunde. Na, mal ganz abgesehen von der Bahnfahrt mit Tim. Sag mal, hast du eigentlich gewusst, dass dieser Kerl schnarcht? Du bist unmöglich. Hey, das stimmt. Trotzdem, wenn Tim nicht gewesen wäre, dann wärst du jetzt wer weiß wo, und ich würde mir hier die Augen nach dir ausräumen, weil du nicht da bist. Hey, das klingt ja so, als hättest du mich wirklich vermisst. Habe ich auch. Hast du mich auch vermisst? Ein bisschen wenigstens. Na klar. Ich liebe dich nämlich, weißt du das? Ich dich auch. Du darfst mich nie wieder allein lassen. Das habe ich auch gar nicht vor. Dann lass uns zusammenziehen. Was? Ja, in die Wohnung von neulich. Oder ist die mittlerweile weg? Ach, soweit ich weiß nicht. Na, worauf warten wir dann noch? Oder willst du jetzt nicht mehr? Natürlich will ich. Den Schluss des Clips stelle ich mir so vor. Sie in einem hautengen Lederdress fahren mit einem Motorrad ins Bild, befreien die an den Marterpfahl gefesselte Frau und fahren mit ihr durch den Nebel in die Freiheit. Die Fans werden das Video lieben. Na, was sagen Sie dazu? Absoluter Bullshit. Wie bitte? Und mal sehe ich aus wie Arnie, der mit einer Pumpgun durch L.A. fährt und alles umnietet, was sich in den Weg stellt. Nein, aber Sie müssen das Motorrad als ein Symbol für Männlichkeit und Entschlossenheit sehen. Oh Gott, komm, hören Sie auf. Sie haben doch gar keine Ahnung, worum es in meinen Songs geht. Jetzt kommen Sie mir bloß nicht mit irgendwelchen diffusen Inhalten und Botschaften. Die versteht kein Mensch. Wenn solche Pfeifen wie Sie die Videos drehen. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Daniel hat es sicher nicht so gemeint. Allerdings habe ich auch Bedenken, was gewisse Szenen betrifft. Aber gerade eben sagten Sie doch noch, dass Ihnen das Konzept gefällt. Ja, schon. Jetzt sagen Sie doch auch mal was. Tja, Komm, Sophie, lass gut sein. Der Dreh läuft ohne mich. Aber das können Sie doch nicht machen. Morgen ist der erste Drehtag und die Leute sind schon engagiert. Also gut, ich mach's. Aber nur damit die Leute nicht umsonst gekommen sind. Allerdings unter einer Bedingung. Und die wäre? Alles läuft nach meinem Konzept.
Ein Hoch auf das Dilettantentum. Aber ohne mich. So bleiben Sie doch. Lassen Sie den Stümper. Wissen Sie was? In 24 Stunden präsentieren wir Ihnen ein besseres Konzept. Das wird Sie umhauen. Wir? Ja, Ihre Mitarbeiterin und ich. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Ich weiß auch nicht. Aber wenn Arno Erika wirklich liebt, und davon gehe ich einfach mal aus, dann kann ich ihn auch verstehen, dass er deinetwegen, euretwegen, sie nicht verlassen will. Aber es ist doch auch sein Kind. Ja, schon. Aber was erwartest du von ihm? Soll er dir eine heile Welt vorspielen, obwohl er eine andere liebt? Unter diesen Voraussetzungen wäre es doch nur eine Frage der Zeit, wann er dich sitzen lässt. Und dass er mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Unterhaltspflicht für das Kind zahlt, glaube ich auch nicht. Was interessiert mich Arnos Geld? Ich will einen Vater für mein Kind. Ich bin selbst ohne Eltern aufgewachsen. Arno ist nicht aus der Welt. Und außerdem hat das Kind immer noch eine fantastische Mutter. Danke. Aber so habe ich mir die Zukunft nicht vorgestellt. Nicht nachdem ich schon von einer eigenen Familie geträumt habe. Ela, du kannst dich nicht auch an Träume klammern und dabei vollkommen die Realität vergessen. Wenn die Realität so aussieht, will ich sie nicht sehen. Und was wird dann aus deinem Kind? Ist ja klasse hier. Spitze, great. Was ist los? Machst du schon schlapp? Nein, aber du willst doch nicht im Ernst hier das Video für deine neue CD drehen? Hier gibt es nur Bäume. Ja Mensch, siehst du denn nicht, was für sensationelle Möglichkeiten es hier gibt? Das Licht, das durch die Blätter fällt. Der Wind. Daniel, aber ich glaube, deine Fans erwarten mehr von deinem Video als nur Bäume und Wind. Also back to the bike und zur Frau am Marterfall? Nein, aber gut. Wenn du Natur zeigen willst, dann müssen wir eine irre gute Story drumherum spinnen. Denn ich meine, selbst die tollste Natur ist ohne Geschichte langweilig. Du hast recht. Wir brauchen eine gute Story. Ja, und zwar schnell. Wie cool. Uns wird schon was einfallen. Uns? Ja, du hilfst mir noch dabei, oder? Du machst es dir so einfach. Weißt du, wie schwierig es ist, ein drehreifes Konzept zu entwickeln? Ja, klar. Aber so zwei Profis wie wir kriegen das doch hin, oder? Und wenn nicht? Dann nehme ich die Verantwortung. Für alles. Bitte. Zimmerservice. Ja, Moment. Cleo, Damit ihr mir nicht vom Fleische fallt. du bist ja süß. Woher weißt du überhaupt, dass ich wieder hier bin? Das könnte man durchs ganze Haus hören. Nein, Frank hat dich nach Hause kommen sehen. Ich finde es übrigens ziemlich schön, dass du wieder da bist. Da bist du nicht die Einzige. Hey, was geht denn hier ab? Nichts. Na, das hätte ich auch gesagt an deiner Stelle. Ja, klar. War's das? Ja, eigentlich schon, aber... Kein Aber. Die Vorstellung ist vorbei. Ja, was ist mit Cleo? Keine Angst, ich bin schon weg. Oh, nur zur Sicherheit. Jetzt zeig schon. Bitte nicht stören. Frisch verliebt. Vielleicht ist Ela gar nicht so ein unbeschriebenes Blatt, wie ich immer gemeint habe. Entschuldige, aber hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht gar nicht der Vater des Kindes bist? Ja. Ja, und? Ela hat sich einmal mit einem Kommilitonen aus dem Wohnheim geküsst. Davon wird man nicht schwanger. Nein, davon nicht. Das glaubst du doch wohl nicht selber. Dass Ela mir ein Kind unterschiebt, das ist ausgeschlossen. Also gut. Gehen wir mal davon aus, du bist der Vater. Was bedeutet das für uns beide? Ich liebe dich und ich will mit dir zusammenleben. Ja, trotzdem wirst du nicht umhin kommen, Ela zu unterstützen. Ich werde mich meiner Verantwortung nicht entziehen. Was heißt das konkret? Zunächst einmal besorge ich ihr eine Wohnung. In diesem Heim kann sie wohl nicht länger bleiben.
Das heißt, sie wird das Kind also bekommen. Selbstverständlich. Ja, so selbstverständlich ist das unter den gegebenen Umständen nun auch wieder nicht. Aber was heißt denn hier Umstände? Die Tatsache, dass ich nicht unter einem Dach mit ihr lebe, kann doch kein Grund dafür sein, ein Kind nicht zu bekommen. Das ist dein Standpunkt. Und wie sieht Ela das? Du kannst doch nicht wirklich in einem Videoclip eine Liebesgeschichte erzählen wollen, die nur im Wald spielt. Wenn er noch jemand für den verliebten Förster sucht, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Ja, und wenn die Försterrolle schon weg ist, dann kann er immer noch den geilen Keiler spielen. Siehst du? Ich hab's dir prophezeit. Niemand nimmt sie für voll. Ja, doch auch nur, weil sie nicht wissen, worum es geht. Also, stellt euch mal einen alten Baum vor. Ihr wisst schon, so einen mit Einkerbung in der Rinde. Ah, du meinst mit so Sprüchen wie Mark liebt Janet oder den Herzen mit Pfeil und Namen. Genau. Das haben Menschen hinterlassen, die eine ganz einfache Geschichte erzählen wollen. Eine Geschichte über die Liebe. Das kapiert doch keiner. Also ich schon. Na, dann kann es wirklich nicht so schwer sein. Wie geht's denn nun weiter? Wir greifen uns aus Hunderten eine Geschichte raus und erzählen sie. Und welche? Ein Typ, der glaubt, für immer seine Freundin verloren zu haben, kehrt zu dem Baum zurück, wo alles begann. Er ist natürlich total down. Logisch. Aber plötzlich taucht seine Geliebte auf. Sie legt ihm von hinten die Hände über die Augen. Er dreht sich um. Er nimmt ihre Hände in seine Hände und zieht die Frau leidenschaftlich an sich. Sie schlingt die Arme um seinen Hals und drückt den Geliebten ganz fest an sich. Sie nähern sich langsam. Und dann wird der Clip ausgeblendet, weil er auch im Kinderprogramm laufen soll. Falsch, denn die beiden werden sich nicht kriegen. Warum denn nicht? Weil es ihm wirklich im Leben auch kein Happy End gibt. Hey, wo kommen denn die Möbel her? Meinst du, es ist doch schon jemand eingezogen? Ach, auf gar keinen Fall. Wir haben seit einer halben Stunde einen Mietvertrag. Ja, aber vom Vormieter können sie ja auch nicht sein. Tja, dann gibt's nur eine Möglichkeit. Das sind unsere Möbel. Das ist das hässlichste Gerümpel, das ich je gesehen habe. Sag das nochmal. Du hast den Geschmack eines Neandertalers. Na, warte. Nein, bitte. Ich würde mit dir auch in der Apfelsinenkiste wohnen. Ja, auf die Schnelle war nichts anderes zu bekommen. Das tut mir leid. Ich freue mich schon so, wenn wir hier eingezogen sind. Mhm. Mal ganz davon abgesehen, dass ich Happy Ends liebe und auch glaube, dass es sie im wirklichen Leben gibt. Ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Irgendwie dramatisch, unerwartet, überraschend. Darf es auch eklig, abstoßend und widerwärtig sein? Ach, Frank, wir drehen kein Horrorvideo. Oder ein Werbespot für Waschmittel. Aber wenn er doch den gewissen Kick sucht. Frank hat vielleicht gar nicht so unrecht. Vielleicht ist die klassische Love Story einfach das falsche Genre. Das heißt? Wir müssten eine Metapher erfinden, die die Gefahren der Liebe symbolisiert. Ey, wie wär's denn zum Beispiel mit roten Fingernägeln? Fingernägel, die sich wie Krallen in den Hals des Mannes graben. Ach, Frank, ich fass es nicht. Darf die Alte eigentlich nackt sein? Nein! Mann. Nein? Ah, also, was haltet ihr von Vampirzähnen? Ja, du weißt schon. So spitze Dinger, die man erst sieht, wenn die Frau ganz nah dran ist. Oh Gott, Dracula lässt grüßen. Dracula. Vielleicht kann man da was draus machen. Finde ich auch.
Setz dich doch. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Das ist ja auch in meinem Interesse. Ich habe gehofft, dass du das so siehst. Es könnte ja sein, dass wir hier sozusagen auf neutralem Boden leichter eine Lösung finden. So, ein Saft, ein Eis. Danke. Zum Wohl. Arno, wie stellst du dir eigentlich das Leben unseres Kindes vor? Ohne Vater. Denn darauf wird es ja wohl letztendlich hinauslaufen. Ich werde für euch da sein. Was sagt Erika dazu? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass sie auf längere Sicht dazu bereit ist, dich mit uns zu teilen. Doch, das glaube ich. Sie liebt dich und will dich für sich alleine haben. Vielleicht werde ich nicht immer Zeit haben. Und ich? Oder wer soll sich die ersten Jahre rund um die Uhr um unser Kind kümmern? Ach, wenn du dein Studium meinst, da gibt es genug Möglichkeiten. Kinder auf der Tagesmutter, was weiß ich. Ach ja. Und die übernehmen dann die Verantwortung. Ich habe dir gerade gesagt, dass ich für euch sorgen will. Dein scheiß Geld will ich nicht. Ich will einen Vater für unser Kind. Und wenn ich den nicht kriegen kann, dann kriege ich eben unser Kind auch nicht. Du willst ja wohl nicht im Ernst Franks verrückte Dracula-Spinnereien in dein Video einbauen. Wieso nicht? Na, das ist Schwachsinn. Ach, das sagst du doch nur, weil du es dir nicht vorstellen kannst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was da am Schluss bei rauskommt. Komm mal bitte. Es ist wie in einem Märchen. Du bist die Schöne und ich bin der Graf. Du stehst bei dem Baum, vor dem alles anfing. Licht fällt durch die Blätter. Schatten sind überall zu sehen. Es sind die Schatten der Erinnerung. Plötzlich entstehe ich aus dem Schatten. Du siehst mich gebannt an und erinnerst dich an meinen Geruch, an meine Berührungen. Du hast natürlich Angst, weil du nicht weißt, was passieren wird. Du weißt nicht, wie du reagieren sollst, wenn ich dich in die Arme nehme und dich